Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments. Herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Ihr habt euch die kleinen Tierchen gewünscht. Heute machen wir ein ganz kurzes Video zu dem Thema Bienen. Ja, ich habe heute nicht so viel Zeit, das muss fix gehen. Ich verlinke euch noch einmal das Video zu diesem hier unten in der Videobeschreibung. Da habe ich mal ausführlicher Bienchen gemalt. Heute geht es darum, sie einfach nur ganz leicht einfach zu malen, wenn ihr sie in irgendeine Blumenwiese einfügen wollt. So, Schritt 1, ganz einfach. Ihr malt euch einen Art Tropfen. Das ist das, was ich vor kurzem erst in einem Video gehabt habe. Die Biene, ein Tropfen. Malt euch hier dann die Flächen entsprechend. Kopfseite. Diese Biene wird überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise ausgearbeitet. Sie kann man einfach nur erkennen durch die Form, durch die Streifen. Da habe ich schon wieder ein bisschen, ja, Tropfenform, 2 Mini-Fühlerchen und dann gibt es Flügel dazu, wobei der eine Flügel eher mal senkrecht steht und der andere ein bisschen kleiner ist und weg. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da noch einen kleinen Stachel machen. Biene Nummer 1 kann jeder erkennen. Wer will, kann die jetzt noch so ein bisschen hier ausschmücken. Aber meistens wird es zu viel. Man kann auch noch ein Auge reinsetzen. So reicht das. Wenn ihr so eine ganz große Blumenwiese habt und nur eine kleine Biene reinmachen wollt, dann das Ding. Und da hatte ich dann diese Flugstriche mal gemacht, wo sie so lang fliegt. Ne? Als kleine Idee. Das macht dich richtig gut. Biene Nummer 2. Ihr malt einfach ein Oval, macht 1, 2, 3, 4 Striche drauf, malt die beiden dunkel und die beiden dunkel, den Rest dann passend in Gelb. Ein kleines Auge, ein kleines Lächeln, 2 Mini-Fühlerchen und 2 winzige kleine Flügelchen. Biene fertig. Da ist auch nur ganz einfach, ganz simpel. No? Die sieht so ein bisschen aktiver irgendwie aus, finde ich. Es könnte aber auch an der Schlinge liegen. No? Wenn man, aber sie ist auch mal niedlich. No? So ein paar kleine so und so und so. Fast so ähnlich in der Art kann man sie machen, wenn sie einen anguckt. Dazu müssen wir, ich würde sagen, erst einmal den Flügel malen, weil wir die Biene dahinter setzen wollen. Den anderen Flügel ein bisschen kleiner, ein Hauch. Und jetzt geht die Biene sozusagen in einem Oval darunter auch. Hier ein Oval. Deshalb dieser Flügel zuerst, weil man ihn ein bisschen sieht. Ja, weil er auf dem Körper sitzt. Und jetzt malt ihr aber eine Biene, die euch anguckt. Das heißt, ihr malt hier sozusagen das Gesicht. Dann den ersten dunklen Strich. Noch ein Strich. Und hinten noch ein Hinterteilchen. Hier setzt ihr 2 niedliche kleine Augen und einen Mund. Könnt ihr auch so eine kleine Backe malen. Die Fühler kommen diesmal nach hier. Und wenn sie auf einer Blume sitzt, könnt ihr noch so 2 Füßchen malen. Und hier würde ich dann tatsächlich doch mal den Flügel noch so ein paar Linien geben. Okay. Ist mir vielleicht schon ein bisschen zu lang geworden. So kurz und dick sehen sie ein bisschen schöner aus. Aber gut. Ja. 3 verschiedene Arten, ganz einfach Bienen zu malen. Und das Ganze setzen wir jetzt nochmal im Realen auf einer Karte um. Ja, starten wir erst einmal mit einer ganz einfachen Blume. Ohne viel Aufwand. Gibt es hier einen Blütenkörper, bei dem ich deutlich zu viel Farbe reingemacht habe. Ich wollte ein bisschen mehr Farbe, das war zu viel. Nehme ich wieder ein bisschen raus. Und dann setze ich
Einfach mal ein paar Blütenblätter dran. So, da fangen wir jetzt einfach mal an. Ganz simpel. Ich lasse das ruhig gerne noch mal laufen in die Richtung. Mhm. Ganz simpel. Ja, nichts Schwieriges. Mehr machen wir da heute nicht. Keine Firlefanz, keine Blätter, kein gar nichts. Blume, Stiel. Lasse ich kurz trocknen und dann kommt die Biene. So, zu Beginn möchte ich erst noch mal die Blütenblätter ein bisschen rausarbeiten. Das mache ich nur mit einem etwas dunkleren Stift. Nehme ich hier mir die Kanten der Blüten ein bisschen vor, um die etwas abzugrenzen. Nochmal eine Farbe dunkler und kann hier auch noch mal so ein paar Schatten draufsetzen. Ja, immer da, wo es überlappt, wo das vordere Blütenblatt über die anderen zwei läuft, da setzt man den Schatten dann hin. Ja, in dem Fall ist das hier das vordere Blatt. Hier ist das Blatt vor dem, also kommt da der Schatten hin. Das Blatt guckt hier ein bisschen über dieses hinweg. Auch hier der Schatten. Und hier kommt das Blatt ein bisschen über das hinweg. Und immer wieder wichtig, Schatten bringen euch Leben rein. So, und schon finde ich, könnte man sogar noch einen Tucken dunkler machen. Habe ich noch einen Braun mal hier oben auf die Schnelle. Ja. Könnte man sogar noch einen Hauch ins Dunklere hier gehen. Umso schöner kommen die hellen Stellen der Blume dann hoch. Sehr schön. Und gerne auch noch mal ein paar Lichtblicke. Und schon ist sie ein bisschen plastischer. No? Und nun zur Biene. Ich habe mich jetzt tatsächlich mal für diese Variante entschieden hier, weil die habe ich noch gar nicht gemalt. Die kennt ihr schon und ja, ich habe gedacht, ich mache hier mal so eine niedliche kleine Biene oben drauf. So, und die kann ruhig, das ist eine kleinere Blüte, die Biene kann ruhig ein bisschen größer sein. Also ich fange hier erstmal an und mache, wie gesagt, den etwas größeren Flügel.
und dahinter dann den etwas kleineren Flügel. Und hier fange ich dann an mit dem Bienenkörper. Na, das ist mir schon zu. Also, der Flügel ist im Vordergrund. Der Flügel wird hier jetzt in den Hintergrund kommen. Mann! Immer so, ne? Wenn es schnell gehen soll. So, jetzt hat es eine schöne Form. Okay. Also hier einen dunklen Streifen. Das ist der vordere Flügel, der kommt da raus. Der hintere Streifen kommt hinter dem Flügel her. Genau. Und ganz hinten ist noch der Popo dunkel. Gucken wir doch mal, wie wir die ein bisschen ausmalen. Also, Bienengelb, ein bisschen heller. Da malen wir gleich auf jeden Fall auch noch mal wieder ein paar Schatten rein, das ist nötig. Und jetzt mal so ein braun-schwarz. Ich muss erstmal kurz trocken machen, damit es sich nicht wieder vermischt. So ein braun-schwarz, den hatten wir hier. Mhm. So, natürlich nehme ich dann für die Flügel wieder mein Mermaid-Farben. Aber tatsächlich, glaube ich, nehme ich heute mal den grünlichen Ton, sonst nehme ich gerne den blauen dafür. Aber ich finde hier diesen grünen auch mal ganz schön. Der passt in diesem Fall zu dem Bild besser. Eine durchsichtige Farbe, die dann grünlich schimmert, werdet ihr gleich sehen. Sehr schön für solche Sachen, für solche Flügel und so. Mache ich erstmal hier hinter. Ich umrande die Biene gleich noch mit einem Feinliner. So, dann brauchen wir noch ein paar Schatten auf jeden Fall. Auch hier. Oh, wo sind denn meine Stifte, die Wumas? Also es ist dieser Farbkasten, der ist ein Traum, weil der hat so wunderbare Farbschattierung drin. Ne? Ich muss mal gucken, ob ich den oder den lieber nehme. Mal gucken. Der könnte es werden. Ja, sehr schön. So, dann nochmal deinen hauchdünnen Feinliner.
wer diese Glitzerfarbe nicht hat, ich weiß ja nicht, jeder von euch hat die, der nimmt natürlich ganz einfach ein ganz zartes hellgrau oder hellblau. Ja, ganz mit Wasser vermischt. Und da geht das natürlich auch. So, hier machen wir noch mal so ein paar leichte Schraffierungen von unten her. So, das Gesichtlein nicht zu vergessen. Ja. Also sie ist mir eigentlich ein bisschen lang geworden. Die hätte pummeliger sein sollen, aber jetzt ist das so. Wollen wir ihr noch einen kleinen Stachel geben? Na klar. Mini-Stachel. So. Und weil ich immer finde, dass das doof aussieht, wenn nur ein Teil in der Zeichnung mit Fineliner ist, mache ich hier jetzt so eine ganz leichten Schraffierung noch drunter. Also wirklich nur ganz hauchzart, ne? Ihr seht das. So, dass sich das hier ab und zu mal wiederholt. Das ist nur gestrichelt. Mache ich mal ein bisschen größer, damit ihr das seht. Ja, winzigst gestrichelt nur. Nicht vollkommen durchgezogen. So. Hier sieht man es kaum. Und dann können wir hier auch noch mal so einen kleinen Pünktchen ransetzen. Gut. Fertig. Süß. Ich werde noch einen Stempel draufsetzen. Ich werde die Ränder vielleicht noch abrunden und dann, ja, das kleine Video zu den Bienen. Und ich verlinke euch, wie gesagt, das andere ausführliche nochmal unten in der Videobeschreibung. So, die Ecken habe ich abgerundet, einen kleinen Stempel aufgesetzt und jetzt werde ich hier einfach nochmal, um dem Ganzen einen Rahmen zu geben, hier so eine kleine Einrahmung vollbringen. Und zwar mache ich das einfach durch solche kleinen Kringelchen. Und das soll es dann auch so gewesen sein. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Melanie.